Hallo und herzlich willkommen bei Ikuma Games. Ich zeige euch heute Headstraps von Kiwi Design für die Oculus Quest 2, nämlich die beiden neuesten. Einmal ein Akku-Strap, ich habe das hier schon verbaut. Das ist ein klassisches Elite-Strap mit Akku, aber eben von Kiwi Design. Und Kiwi Design sind neben Bobo VR meiner Meinung nach die qualitativ hochwertigsten. Wir haben hier schönes, dickes, stabiles Material, flexible Seitenteile und hier ist ein hochwertiger Amprius-Akku verbaut. Also kein Standardquatsch. Die meisten Akkus haben hier so ein 18.650 Akku, heißen die, glaube ich, verbaut. Und hier ist ein hochwertiger Amprius-Akku. Könnt ihr googeln, ist sehr bekannt unter Akkuherstellern. Und ich finde das Ganze auch super bequem. 2,5 bis 4 Stunden zusätzlichem Akku bzw. Batterieleistung werdet ihr dadurch bekommen. Ihr habt hier einen schönen Kabelclip, wo noch ein zusätzliches Kabel Platz findet, je nachdem, was ihr hier noch so durchschieben wollt. Und ich setze das Ganze mal auf und wir gucken, wie bequem das Ganze ist. Hier hinten auch sehr flexibles Material, sowohl das Plastik als auch das Polster. Ganz normales PU-Leder. Das von Kiwi Design ist meiner Meinung nach auch besser, habe ich hier auch vorne drin, als von VR-Cover. Das ist einfach ein bisschen weicher, aber dennoch, wie sagt man, polstert einfach ein bisschen besser. VR-Cover ist so, es knutscht ihr zusammen und dann bleibt es einfach so. So. Und das fühlt sich richtig gut an. Ihr habt hier nämlich noch, seht ihr vielleicht beim Topstrap, auch ein Polster. Kenne ich so nur von Kiwi Design. Und wenn ihr einen Elite Strap mit zusätzlichem Akku haben wollt, seid ihr hier auf jeden Fall gut bedient. Kann man nicht anders sagen. Kiwi Design gibt an, dass das einer der sichersten Akkus ist, die man verbauen kann, soll sehr effizient sein, schnell sich aufladen lassen, ist aber natürlich fest verbaut, nicht so wie bei Bobo VR, aber vielleicht wollen manche das auch. Ich meine, dann habt ihr ungefähr 5, 6 Stunden am Stück, wenn beides aufgeladen ist. Das ist natürlich eine Ansage. Und ihr könnt es dann hier aufladen, das Ganze, und das geht dann auch durch zur Quest 2. Also ihr könnt in Oculus Quest 2 immer hier oben aufladen. Als nächstes zeige ich euch das Kiwi Design Audio Strap. Ich habe das jetzt hier schon vormontiert für euch und das läuft eigentlich ganz genauso. Das Top Strap wird hier vorne durchgeschoben und ihr müsst das Audio Strap vorher, ist also zerlegt. Ihr habt hier den hinteren Teil, den müsst ihr reinklipsen, aber dann löst sich das auch nicht mehr von alleine und das wird dann hier angeschlossen. Passt ein bisschen mit dem Kabel auf. Wenn ihr es einmal zusammengeklipst habt, also die seitlichen Teile, und das Kabel liegt falsch, dann kriegt ihr das nicht mehr um eure Quest übergestolpen. Achtet darauf, dass das Kabel oben an der Quest liegt, nicht darunter. Ja? Und ansonsten haben wir die gleichen Features. Wir haben hier das weiche Material von dem anderen Strap und auch genauso hinten. Und vorne habe ich es ja wie gesagt auch, aber das ist ein zusätzliches Produkt. Und wir gucken uns mal an, wie bequem das Ganze ist. Und ja, genau, Kopfhörer sind hier verstellbar. Könnt ihr anpassen und auch hoch und runter verstellen. Das ist ganz cool. Also je nachdem, wo euer Ohr liegt, habt ihr viel Spielraum. Ihr könnt das Ganze auch komplett nach oben schieben, damit es euch gar nicht mehr stört, falls ihr das gar nicht benutzen wollt. Und ihr habt hier das Ganze gepolstert. Also sind keine Kopfhörer, die ohrumschließend sind, sondern die liegen auf eurem Ohr, aber auch relativ locker. Also ihr seht das gleich. Wieder hier über 90 Grad kann man das hier hochbewegen. Finde ich super nice. So, wir passen das an, schieben uns das zurecht. So. Und ihr seht es vielleicht, die liegen ganz locker auf und drücken nicht sonderlich.
Aber wenn ihr die richtig positioniert habt, dann sollte der Ton genau in euer Ohr treffen. Ich höre meine Umgebung noch ein wenig, aber es sind ja wie gesagt aufliegende, also die isolieren einen nicht komplett, aber definitiv mehr als ja, Valve Index Speaker. Und wie sich das Ganze soundtechnisch anhört, teste ich einfach mal. So, natürlich testen wir das Ganze mit Pistol Whip. Und auch hier schon, das hört sich gut an. Ich gucke mal. Ja, ich habe hier so 70%, da wird mir schon gesagt, Lautstärke über dem empfohlenen Wert. Ich mache mal auf 80%. Oh, dabei sind meine Controller weggeflogen. So, und wir schauen uns mal einfach ein bisschen das an. Let's go. So, ich habe jetzt die Kopfhörer von Kiwi Design bzw. das gesamte Headstrap ein bisschen getestet und der Sound ist wirklich gut. Mir ist nur aufgefallen, aber ich glaube, das ist ein bisschen ein Quest-Problem, dass in den letzten Abstufungen, also ich habe das auf 70% gehabt, da war das ein satter Sound, könnte ein bisschen mehr Bass haben für meinen persönlichen Geschmack, zumindest in Spielen wie Pistol Whip. Ich kann mir vorstellen, dass es ähm, in anderen Spielen einfach mehr dynamischen Umfang quasi hat. Denn Kiwi Design hat sich an der Harman-Kurve orientiert. Also das ist wohl für die Soundkenner so eine Art Soundtest, in welchen Frequenzen das optimal fürs menschliche Ohr ist. Daran hat sich Kiwi Design wohl stark orientiert. Also kann man gute Soundqualität erwarten. Ich bin kein Audio-Crack. Ich kann das nur ganz subjektiv wahrnehmen. Und da kann ich sagen, der Sound ist gut, gerade für Spielen, hätte für musiklastige Spiele für mich persönlich ein bisschen mehr Bass haben können. Wird nicht warm, also obwohl die aufliegen, empfand ich das jetzt nicht als warm oder störend oder so. Super bequem, das Headstrap im Allgemeinen. Und was wollte ich noch sagen? Genau, im letzten Bereich so 90, 100% beim Sound, also das ist quasi nur der letzte Balken, den man da hochschrauben kann, war es von angenehm laut zu sehr laut, empfand ich. Also da hätte ich mehr Stufen gerne in den oberen Lautstärken gehabt. Und ja, was man natürlich hier auch hat oder nicht hat, ist gute Balance. Einfach weil hinten kein Zusatzgewicht ist, ne? Kein verbauter Akku. Das Ganze ist nur das Headstrap und die Kopfhörer und das Ganze ist nicht so perfekt ausbalanciert wie mit dem Batterieakku von Kiwi Design. Ich habe schon meine Meinung dazu gesagt zu Kiwi. Baut eine Audio- und Elite Strap Battery Lösung. Wie geil wäre das denn bitte? Also, man kann natürlich ein bisschen was machen. Ich habe hier noch von Studioform Creative diese ja, so Bleigewichte, ist wahrscheinlich kein Blei, aber so Eisengewichte und die kann man hier schön unten dran machen. Also es ist so leicht gebogenes Material. Normalerweise für andere Headsets, aber das ist ja vollkommen Latte, kann man sich trotzdem kaufen. Ich habe das jetzt hier für die Pico gehabt. So. Und so habt ihr unten zusätzlich das Gewicht und das macht schon eine ganze Menge aus. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr dieses Gewicht nicht habt, das ist ein bisschen makaber jetzt, aber wir bedienen uns einfach bei der Konkurrenz. Bobo VR B2 Dock. Das können wir natürlich auch hier anschließen und das machen wir dann einfach hier oben dran.
Und dann habt ihr auch ein gutes Gegengewicht und Akku und eine sehr schöne Audiolösung meiner Meinung nach. Also vielleicht sogar das perfekte Headstrap. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das seht und ob ihr euch das Ganze also ob ihr das kaufen wollt ihr das ausprobieren. Wäre natürlich nice, wenn ihr den Link unten in meiner Beschreibung nutzen würdet, dann würde ich einen Teil davon abbekommen. Das sind nämlich Affiliate-Links und ihr zahlt nichts zusätzlich dazu. Könnt entweder bei Kiwi Design direkt im Shop bestellen oder bei Amazon natürlich. Und beides ist in Ordnung. Je nachdem, was ihr gerade günstiger findet, könnt ihr euch das da aussuchen. Und so viel zu den beiden Straps. Ich bin begeistert von Kiwi Design, was die Qualität angeht. Erstmal habe ich gedacht, gut, das wirkt alles so ein bisschen billiges Plastik oder so, aber eigentlich nicht. Also es fühlt sich gut an, es ist stabil, es funktioniert gut, es ist saubequem und das Elite Strap hat eine perfekte Balance und soll viel Akku bieten und die Audiolösung ist meiner Meinung nach auch voll in Ordnung. Und da fehlt halt nur ein bisschen das Gegengewicht, aber da bin ich ja sowieso ein bisschen eigen. Für mich geht nämlich Balance vor Gesamtgewicht. Lieber ein bisschen schwerer das Ganze machen, als eine Frontlastigkeit hier zu haben. Und das war's auch schon. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.